Hallo liebe Reisefreunde, Martin hier vom Dusty Team. So, für uns geht's jetzt los in unsere große Hochzeitsreise nach Namibia. Und da wir gerade so schön beim Packen unseres Gepäcks mit waren, haben wir uns gedacht, wir nutzen mal die Gelegenheit, um euch ein kleines bisschen über die Tipps und Tricks aufzuklären, die wir so über unser jahrelange Reisen als Erfahrung mit aufgebaut haben. Also seid gespannt, gleich geht's los. Was braucht ihr wirklich auf einer Campingreise? Ihr seht es hier bei uns ausgebreitet, relativ wenig. So kleidungstechnisch haben wir mittlerweile wirklich rausgefunden, sind es irgendwie so 3 bis 5 T-Shirts, es ist ja warm. Für abends sollte man definitiv auch nochmal eine lange Oberteil, eine Jacke mitnehmen. Lange Hosen sind da auch wichtig, Socken sind wichtig, tagsüber, klar, meistens mit Flipflops unterwegs. Nehmt euch auch bitte festes Schuhwerk mit, für abends ist es angenehmer, wenn es dann kühler wird, aber auch wenn ihr mal wandern gehen wollt, dann werdet ihr genau das mit brauchen, denn denkt dran, Schlangen und Skorpione liegen auch da teilweise auf der Lauer, also immer gut vorbereitet sein. Gerade wenn ihr auch als Selbstfahrer mit unterwegs seid, ganz klare Empfehlung, ihr bekommt zwar natürlich von eurem Reiseanbieter entsprechend die ganzen Instruktionen mit, aber so ein Reiseführer ist immer wieder hilfreich. Ein weiteres sehr praktisches Reiseutensil sind Mikrofließhandtücher. Haben nicht nur den Vorteil, dass sie sehr, sehr klein und platzsparend mit sind, sondern sie trocknen auch noch wahnsinnig schnell. Das heißt, wenn ihr dann unterwegs seid, frisch geduscht seid, hängt ihr einfach die Handtücher auf an der Wäscheleine oder direkt an euer Zelt. Und binnen weniger Minuten ist das Ganze wieder trocken und ihr könnt dann direkt mit trockenen Handtüchern wieder weiterreisen. Habt nicht noch nasse Wäsche mit, die ihr transportieren müsst und weiter schmutzig wird. Was brauchen wir natürlich auch auf der Reise? Natürlich gewisse Kosmetika. Sehr praktisch auf jeden Fall. Abends kommen die Moskitos mit raus. Jetzt mit der Regenzeit dürfte das relativ viel mit sein an der Stelle. In der Regel aber eher ungefährlich. Was hilft am allerbesten? No-Bite ist das, was wir sehr gerne mit nutzen. Kann man die Kleidung mit einsprühen, kann man auch direkt auf die Haut mitsprühen. Hilft wunderbar. Lokal vor Ort gibt es auch noch Doom und Peaceful Sleep. Für die Wäsche, aber auch fürs Duschen gibt es wunderbar Outdoor Seife, multifunktional einsetzbar, sehr, sehr gut, sehr, sehr ergiebig, reicht für die komplette Reise. Und natürlich muss man zwischendrin auch ein paar Mal die Sachen mit waschen. Das ist auch ein großer Trick, warum man so wenig mitnehmen kann. Dafür gibt es das gute alte Rei aus der Tube. Technik, was brauche ich wirklich? Eigentlich relativ wenig. Wir haben natürlich die Kamera mit dabei. Es gibt genug schöne Sachen, die es zu fotografieren mit gibt. Um auch ein bisschen Bewegtbildaufnahmen mitzumachen. Die Kamera oder auch die GoPro tut sich ganz gut. So eine Powerbank ist auch ist immer sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Das Modell ist hier sogar solarbetrieben, sodass ich das unterwegs mitladen kann mit Kraft der Sonnenenergie. Wir sehen hier auch, wir haben uns ein schickes 3-Zakt-Kabel mit zugelegt für alle gängigen Lademodelle. So brauchen wir auch nur ein einziges Kabel. Der Klammeraffenbein. Kopfhörer, es schläft sich im Flugzeug doch immer noch am besten mit Kopfhörern mit auf den Ohren und die Sonnenbrillen natürlich nicht vergessen. Und das war es im Grunde schon, was man in Wirklichkeit mit braucht. Wir werden zusätzlich noch einen Laptop mitnehmen, damit wir weiter Material für euch produzieren mit können, aber ansonsten braucht man auch das gar nicht unbedingt auf der Campingreise. Noch sind wir in der Sondersituation von Corona. Auch da ist es wichtig, sich entsprechend zu wappnen. Was braucht ihr definitiv? Ihr braucht einmal einen negativen PCR-Test mit internationaler Gültigkeit. Ihr braucht auch Masken, denn auch dort gilt natürlich an öffentlichen Orten die Maskenpflicht. Und auch für die Einreise gibt es 2 Formulare, die entsprechend ihr bei Einreisen mit ausfüllen und abgeben müsst. Auch da ist es sehr praktisch, diese einmal vor Abflug auszudrucken. Dann braucht ihr sie nur noch vor Ort ausfüllen und dann ist es gut. Ihr findet die entsprechenden Links auch natürlich bei uns auf der Webseite. Zu guter Letzt natürlich das Gepäck selbst. Braucht man einen Koffer, braucht man eine Reisetasche, was ist genau das Richtige? Aus unseren Erfahrungen hat sich wirklich gezeigt, Packtaschen, Outdoor-Packtaschen, wie zum einen Motorradpacksack, ist wunderbar, aber auch so eine Outdoor-Reisetasche. Ihr seht, das Material, es ist wasserdicht, es ist staubdicht. Das heißt, wird es auf der Reise schmutzig, könnt ihr es wunderbar einfach mit einem feuchten Tuch abwischen oder sogar komplett unter die Dusche mitstellen. Eurem Gepäck passiert gar nichts und alles bleibt sauber und ordentlich.
Das ist es, das fertige Reisegepäck. Es hat sich gezeigt, dass es im Grunde relativ egal ist, ob man für 2 Wochen, 3 Wochen oder jetzt wie wir für 2 Monate fahren. Die Menge dessen, was man wirklich mit braucht, ist sehr gering. Und wie ihr seht, auch äußerst platzsparend. So, liebe Reisefreunde, das war es auch schon von der kurzen Videodokumentation zum Thema das richtige Reisegepäck für eure Camping-Safari. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, haben wir das natürlich im Artikel nochmal zusammengetragen auf der Webseite. Klickt einfach rein auf lastinamibia.com.